Herzlich willkommen auf dem Kanal Silvi unterwegs und ihr seht hier mein erstes Radreisevideo, in dem ich euch zeige, wie Andrea und ich am Osterwochenende 2025 von Basel über Neubreisach, Straßburg, Beinheim bis nach Rastatt geradelt sind. Alles entlang dem Eurovelo 15 oder dem französischen Rheinradweg. Da ging es los. Am grünen Donnerstag nach der Arbeit haben wir die Fahrräder beladen und uns auf den Weg gemacht. Wir radeln entlang der Mannheimer Innenstadt am Wasserturm vorbei und dort gibt es einen Weg durch einige Fahrradstraßen bis hin zum Bahnhof. Einziges Manko an allen Mannheimer Fahrradstraßen, dort sind überall Autos erlaubt. Das macht die Sache etwas kompliziert für alle Verkehrsteilnehmer. Am Bahnhof gab es dann noch eine kleine Stärkung vor der Abreise in Form eines Donuts. Und da seht ihr schon, wie wir bereits angekommen sind mit unserem ICE in Basel. Dort am Badischen Bahnhof sind wir ausgestiegen und haben die Räder über die Grenze gerollt. Ja, man sieht direkt, dass man in der Schweiz ist, wenn man da vom Bahnhof rauskommt, denn es gibt super markierte und ausgeschilderte Radwege überall. Sogar wenn Baustelle ist, achten die Schweizer darauf, dass es auch eine gute Umleitungsroute für die Fahrradfahrer gibt. Wir sind dann bereits nach einer Viertelstunde Fahrt in Weil am Rhein auf deutscher Seite angekommen und haben unser Zimmer im BB-Hotel bezogen. Die Räder durften wir im gefalteten Zustand mitnehmen aufs Zimmer. Für große Fahrräder gibt es dort eine eigene Tiefgarage. Die Zimmer sind modern und kompakt, alles in Ordnung für eine Nacht hier. Wir haben den Abend dann noch abgeschlossen mit einem leckeren Abendessen und ein paar Bilder am Dreiländereck gemacht. Am zweiten Tag führte uns unsere Radtour von Weil am Rhein bis nach Neubreisach oder Neuf-Brisach. Wir sind hier über die Brücke geradelt und waren dann direkt in Frankreich. Dort haben wir den Kanal von Hüningen gesucht. Dieser Kanal ist übrigens bei Kanufahrern sehr bekannt und beliebt, besonders bei den Wildwasserfahrern. Wir sind natürlich diesmal ohne die Kanus, ohne die Packrafts unterwegs, sondern nur mit unseren prompten Falträdern und deshalb geht es für uns weiter entlang auf dem Fahrradweg am Hüninger Kanal. Der Weg war sehr schön und obwohl er nicht asphaltiert war, sind wir gut vorangekommen, auch mit den schmalen Reifen am Prompten. Langweilig geworden ist es uns auch nicht im Kanal, denn alle 1 bis 2 Kilometer gab es mal eine Schleuse oder ein Wehr oder irgendetwas anderes zu sehen. Oft waren es auch einfach Hinweistafeln oder Karten für Radfahrer, die ein bisschen Informationen über die Umgebung gegeben haben. Hier kann man auch wieder sehen, es gibt Picknickbänke oder Sitzbänke, außerdem wieder eine Rad- und Wanderkarte. Wir schauen uns das an und machen kurz Trinkpause hier. Und schon geht's wieder weiter am Kanal entlang. Übrigens haben wir, wie man hier sehen kann, immer einen Ersatzmantel dabei, für den Fall, dass uns mal ein Mantel kaputt geht und hoffen natürlich trotzdem, dass wir den nicht brauchen. Ja, hier seht ihr, dass auch mal eine Karte über den heimischen Fischbestand informiert hat und das war uns auch wieder Grund genug, eine kurze Pause einzulegen.
Nach ungefähr 20 Kilometer geradelter Strecke kommen wir hier an eine Stelle, wo der Kanal von Hüningen in eine Verbindung fließt mit dem Rhône-Rhein-Kanal und mit dem Elsass-Kanal. Kurz danach ist die Ortsdurchfahrt durch den Ort Niffer, die ihr hier gerade sehen könnt. Ab Niffer schlängelt sich dann der Radweg weiter durch verschiedene kleine Örtchen wie Petit-Lambau, Homburg und Ottmarsheim. Wir machen unterwegs mal wieder eine Eclair-Pause und sehen in diesem Ort auch noch einen interessanten Automaten, den wir uns genauer anschauen. Pilze. Ja, Kartoffeln, Pilze, Radiesle. Ja. Apfelsaft. Ja. Apfelsaft, Sellerie, Apfelsaft, Zuckeröl, rote Beete und nochmal Öl. Und Mehl. Cool. Hier fahren wir durch das Örtchen Ottmarsheim. Wie ihr seht, gab es auch mal vereinzelt Rennradfahrer, die uns überholt haben. Allerdings nicht sehr viele an diesem Tag. Hier sieht man mal, wie schön, wenn auch flach, die Landschaft ist. Das hat uns sehr gut gefallen. Und wir sind gut mit unseren Falträdern vorangekommen an diesem ersten Reisetag. Die Radwege wie an dieser Strecke gefallen mir natürlich wieder sehr. Einfach sehr schön baulich getrennt. Von den Autofahrern ist man da unterwegs. Genau deshalb radle ich auch sehr gern durch Frankreich. Da gibt es ja schon wieder eine Picknickbank. Wir nutzen das natürlich und machen nochmal eine kurze Trinkpause. Anschließend starten wir in die letzte Etappe dieses Tages und ziehen durch bis zu unserem Zielort. Hier könnt ihr dann sehen, wie wir an unserem heutigen Zielort in Neubreisach oder Neuf-Brisach ankommen. Hier ist nur direkt im Ort eine gemeinsame Straße für Autos und Fahrradfahrer. Ist auch gar nicht schlimm, wir kommen alle gut klar miteinander und wir haben hier noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, bevor wir unsere Ferienwohnung beziehen dürfen. Deshalb schauen wir uns schon mal das Städtchen an und machen auch noch mal eine kurze Essens- und Trinkpause. Wir haben am Marktplatz ein schönes kleines Café gefunden und dort gab es nochmal für uns Eclair mit Kaffeefüllung und einen Kaffee zum Wiederwarmwerden. Unsere Ferienwohnung ist auch sehr schön, hat eine nette Küchenzeile, so einen Schlaf-Wohnbereich und ein schönes modernes Badezimmer. Wir haben für diese Unterkunft für eine Nacht 75 € bezahlt, was vollkommen in Ordnung ist und wahrscheinlich nur so günstig, da wir noch die Vorsaison haben.
Es ist noch früh am Tag und wir haben Lust, noch etwas zu unternehmen. Deshalb schauen wir uns das Street Art Museum Mauser an. Einen Besuch dort kann ich euch sehr ans Herz legen, denn es gibt dort sehr tolle Kunst anzuschauen. Seht selbst! Im Anschluss an den Besuch im Museum haben wir noch einen langen Spaziergang an der Stadtmauer gemacht. Abends hatten wir dann natürlich großen Hunger und haben uns jeweils eine schöne, große, leckere Pizza gegönnt. Und so war dieser Radeltag ein voller Erfolg von uns. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaut nächste Woche wieder rein, wenn es hier heißt Silvi unterwegs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, like, kommentiert, lasst ein Abo da. Danke!